Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema Gold-Silber-Ratio vor Rückgang. Disclaimer. Gold-Silber-Ratio vor Rückgang. Hat die Gold-Silber-Ratio aktuell 84 den Anstieg jetzt beendet und geht sie nur wieder zum Fall über? Das würde bedeuten, dass die Goldaktien dann auf breiter Basis wieder steigen. Genauso wie es zwischen September 2022 und Dezember 2022 passiert ist, als die Gold-Silber-Ratio von 95 auf 75 gesunken ist. Ja, das ist es eben so. Eine hohe Gold-Ratio, das heißt, im vergleichsweise niedriger Silberpreis, hoher Goldpreis, ist immer gut für Goldaktien-Einstiege. Und wenn die Ratio wieder niedrig wird, ist es gut für Ausstiege. Und wie Sie sehen, die Goldaktien reagieren sofort darauf. Wir hatten, sage ich mal, mehr oder weniger Ende Dezember, im Januar ein Goldaktien hoch. Seitdem gab es eben diese Gegenbewegung. Das heißt, die Gold-Silber-Ratio ist dann von 75 auf 85 gestiegen. Und hier dieser Statist meint eben, das hat mehr oder weniger mit Berühren dieser unteren Linie jetzt möglicherweise auch seine Gegenbewegung erreicht und die Gold-Silber-Ratio nimmt wieder Talfahrt aus. Das wissen Sie ja auch. Wenn die Gold-Silber-Ratio massiv steigt, ist es extrem gut für Goldaktien. So war das 2011 und das ist eigentlich ständig zu beobachten. Ist einfach wichtig zu wissen, dass es möglicherweise bald mit Gold und Silberaktien wieder aufwärts geht. Jedenfalls die Gold-Silber-Ratio deutet darauf hin und ein weiterer Fall dürfte möglicherweise bald eintreten. Ja, Gold-Projektgenerator Ontario, Marktkapitalisierung 5,5 Millionen, sehr hohes Risiko. Das ist ein Explorationsunternehmen, das bedeutet, dass ein aussichtsreiches Grundstückspaket im Weltklasse-Goldlager von Ontario Kanada besitzt. Äh, Es liegt in Abitibi-Gürtel. Bis heute wurden da über 200 Millionen Unzen produziert. Sie haben drei Grundstücke, das Grundstück Goldfisch, Kirana sowie das Optionsgrundstück KLW mit 13.600 Hektar KLC und KLC Arnold mit 5.244 Hektar und KL East mit 129 Hektar. So, das auf diesem KLW-Gebiet, das Sie hier an der Karte also KLW heißt KL West, ist auf diesem Gebiet, so wurden eben 34,7 Gramm pro Tonne Gold auf der Westseite entdeckt. Fünf weitere Schürfpunkte auf diesem Gebiet ergaben Werte zwischen 1,35 Gramm pro Tonne und 21 Gramm pro Tonne. Also im Prinzip ein Superlativ ist vorhanden, hochgradiges Gold. Und das KLC also das KL East oder KL Central Gebiet, das hier liegt, ähm, ist nur anderthalb Kilometer nördlich und westlich der Upper Beaver Lagerstätte von Agnico Eagle. Und Agnico Eagle beherbergt dort 1,4 Millionen Unzen, die mit 5,43 Gramm pro Tonne Gold und 0,25% Kupfer angegeben werden. Also hier ist das KL Central Gebiet, hier ist Agnico Eagle und da nördlich liegen sie. Also hier haben sie das hochgradige Gold, da ist in der Nähe von Agnico Eagle. Also und dann haben sie eben, wie gesagt, hier noch dieses zentrale Gebiet hier, das Kirana-Gebiet und dann das Kali Est. Also die haben einiges es liegt in Ontario. Wie gesagt, es ist das Gebiet, wo es auch diese Great Bear Story gegeben hat, hochgradiges ähm, Gold ist vorhanden, es ist in der Nähe von produzierenden Minen, wie eben Agnico Eagle. Es hat eine 1A Jurisdiction, also sicherlich wie immer keine Kaufempfehlung, aber sicherlich mal einen Blick wert. Wer sich für gute Projekte in Ontario interessiert, sollte man sich mal kurz angucken, ob das vielleicht was ist für einen. Charttechnisch, denke ich mal, hat das Unternehmen auch seinen Boden gefunden. Ist, wie gesagt, auch wie viele Goldaktien immer noch abgestraft, aber der Boden ist gefunden, es bricht weiter aus. Ja, sicher Unternehmen, das man kurz mal anschauen kann. Ja, ja, hier, warum machen wir das?
Wir hoffen eben für solche artigen Aktien, ich meine, wir können das nicht genau sagen, ich gehe natürlich nicht von solchen hohen Werten aus, aber das ist das, was uns antreibt. Hier von 10, 20, 10, 15 oder 20 Cent ging es auf 25, 30, 40 Dollar hoch, also auf 1000 Dollar wurden nicht selten eine Viertelmillion. Hier steht sogar aus 1000 Dollar 360.000 Dollar und wenn es sich 1000 Bäcker halten, dann eben 1 Million. Das hat es gegeben. Goldaktienbullenmärkte natürlich werden die Aktien nicht im Vorfeld verraten, das gibt es nicht, sondern es bleibt eigentlich nur eins in Aktien, die so unterbewertet sind mit großen ja, Attributen, also mit hochgradigem Gold, gute Jurisdiction, sehr gutes Gebiet, Nähe von anderen Minen, hoffen, dass irgendwo da bei solchen Aktien die Mania zieht, entsteht, wenn dann der Goldpreis anfällt. Und das, sage ich mal, sind dann eben solche typischen Aktien, wo sowas passieren kann. Wenn man sich die jetzigen Chartverläufe ansieht und so, denkt man, wie sollte das jemals dazu kommen? Aber es war so tief und diese Höhen sind erreicht worden. Und diese Goldaktienmanie, die sehr wahrscheinlich vor uns steht, die gibt es auch nur in dieser Dimension dann nur einmal. Das darf man nicht vergessen. Das kann man nicht mit der Vergangenheit vergleichen. Ein weiteres wichtiges Argument ist eben auch die strukturelle Unterbewertung von Goldaktien gegenüber Gold. Hier in den 70er, 80er Jahren, da waren Gold, das ist hier, also da wird Goldaktien als Anlageklasse mit Gold verglichen und das war eben bis 1996 sehr hoch bewertet, überhalb dieses Medium von dieser. Und seit 1996 fallen die Goldaktien und man weiß wirklich nicht warum gegenüber Gold. Und Sie sehen aber, definitiv haben wir den Boden gefunden. Das heißt, sehr wahrscheinlich wird es zu irgendeinem Zeitpunkt eine absolute mega ja, Reverse Rallye oder wie soll man das nennen, machen, die dann vielleicht zum Mittelpunkt, zu der Mitte hier wieder hinführt und möglicherweise, Sie wissen ja, wie das richtig Feuer aufnimmt, auch noch drüber hinaus. Also es kann theoretisch die größte Goldaktienrallye aller Zeiten werden aufgrund dieser abnormalen Unterbewertung. Warum sollen sich denn nicht solche Zahlen wie oben angegeben wiederholen? Wie gesagt, das ist natürlich durchaus ein Traum, aber das hat es gegeben. Die Zahlen sind real. Die Unterbewertung ist auch real. Wir wissen natürlich nicht, wann sage ich mal, die Stabilisatoren des gegenwärtigen Finanzsystems dann nicht mehr dazu reichen, diese Preise unten zu halten, wann es massive Einbrüche gibt. Ich meine, heute hatte ich noch mal gelesen, dass Bill Gates eben alle möglichen Ländereien in den USA aufkauft. Aber sehen Sie, das ist das, Sie versuchen reale Assets zu kriegen. Gut, der kauft landwirtschaftliche Flächen etc., was auch immer. Ähm, aber wo sollen die anderen alle hin? Oder wie wollen sie sich für ihre Milliardenvermögen Gold- und Silberunzen sichern? Deswegen ab irgendeinem Punkt müsste es eigentlich, und ich denke, wir erleben das in Ansätzen auch, einfach eine ständige und ständig steigende Kaufbereitschaft für Goldaktiengebiete, für Goldaktien, für Explorationsgebiete geben, um sich so auch an Gold und Silber den Anteil zu sichern. Jedenfalls so ist die Psychologie. Ob das dann in der Realität alles so funktioniert, ist eine andere Frage. Also das ist dann im Grunde genommen aber die Zutaten, die dann vielleicht hier den Anstieg beschleunigen und die dann zur Mania führen. Ja, also es ist eine absolut interessante Situation. Ich denke mal, daher muss man sich solche Goldaktien auch eigentlich angucken. Ja, 1000-Becker-Report versuchen solche Aktien zu identifizieren nach verschiedenen Risikozustufen, Potenzialfaktor, Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Länderrisiko zu machen. Exit-Strategie haben wir auch entwickelt. Einlagen von Gold und Silber bei Einkaufsgemeinschaft, die sind immer an physische Ware gekommen, ohne Begrenzung, zu einem sehr günstigen Preis, sicherlich eine Alternative zu den normalen Händlern unter Umständen. Ja, Preisvergleiche, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen. Dann noch weitere Informationen, mit welchem Broker können Sie arbeiten, weitere Informationen zu Diskussionsforen, zu Charts, Bücher über Goldaktien. Wenn Sie Fragen, Zustellungsprobleme, whatever haben, kontaktieren Sie mich einfach, schreiben Sie eine Mail, rufen mich an. Ich würde Sie so schnell wie möglich dann oder sobald es mir möglich ist, Sie zurückrufen. Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben, weil das würde dann, bei der Algorithmus würde dann dafür sorgen, dass es anderen Leuten dann vorgeschlagen wird, die sich auch für das Thema interessieren. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.